Herzlich willkommen an alle zu einem weiteren Stream, zu einer weiteren SimDev Live. Ich freue mich auch wieder hier zahlreiche Zuschauer begrüßen zu dürfen. Und heute habe ich mal wieder jemanden Neuen an meiner Seite, die liebe Katrin. Grüß dich. Ich wurde mit Geld dazu gezwungen. Genauso sieht's aus, denn heute stellen wir mal deine Fahrkünste in der Bass auf die Probe. Du hast ja schon reichlich geübt, habe ich so ein bisschen gesehen. Mhm. Ja, total. Nee, da schauen wir mal, was das heute wird. Aber heute werden wir wirklich viel fahren, denn heute stellen wir euch, wie angekündigt, die anstehende oder bevorstehende Linie 147 und 245 vor. Da haben sich auch viele drauf gefreut. Die werden wir euch heute ein Stück weit zeigen. Da wirst du dann gleich, Katrin, mal ein bisschen rumfahren. Ich versuch's. Genau. Am Ende wird es dann heißen, sie war stets bemüht. Genau, naja, also ich will nicht jeden Stream an den lieben Martin XP dran erinnern. Vor einigen Wochen, der hat sich ja dann auch gut geschlagen mit ein paar Anfangsschwierigkeiten, von daher bin ich da zuversichtlich. So, ich begrüße alle nochmal im Chat. Hallo an alle, hier einige neue Follows auch reingekommen. Danke an jeden, der uns gefolgt ist. Wer das noch nicht getan hat, gerne machen, damit ihr auch einfach die Benachrichtigung bekommt und auch keine zukünftigen Streams mehr verpasst. Und dann würde ich auch sagen, wir starten direkt rein. Wir fangen an. Katrin, du zeigst uns erstmal ein bisschen ganz genau auf der Map, wie die Linien überhaupt verlaufen, wie auch die 245 mit der 147 zusammenhängt. Die 245 hat ja eine gewisse Erweiterung bekommen. Das wollen wir uns jetzt erstmal genauer anschauen, bevor wir ins Spiel reingehen, ins Gameplay. Deswegen schalte ich einmal um. So, Katrin, was sehen wir jetzt hier? So, das ist Berlin von oben, Vogelperspektive. So wie jeder eigentlich ja auch Google Maps kennt. Früher war die Strecke, man sieht es hier schon, die neue Streckenführung in Orange. Früher führte sie, jetzt muss ich selber erstmal ganz kurz schauen, über den Bahnhof vorne, über den Hauptbahnhof lang. Jetzt haben wir die geändert. Ich habe mir sagen lassen, dass die in Berlin auch so geändert worden ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Berliner, das müsst ihr mir sagen. Und die ist quasi jetzt beim alten Moabit, fährt die 245 über die Regierungsinsel. Und quasi hinter dem Hauptbahnhof lang. Nicht mehr davor, sondern dahinter. Okay. Dann über die schöne Spree. Was haben wir hier für schöne Straßen? Muss ich selber erstmal gucken. Reinhardtstraße ist jetzt drin. Und Friedrichstraße. Weiter geht es dann rüber zum Tränenpalast. Oh, das ist meine Strecke, die habe ich gebaut tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was der Tränenpalast ist. Ich musste erst mal googeln, worum es überhaupt geht. Sehr interessant. Berlin hat sowieso eine total interessante Geschichte. Egal, wo man hinkommt, an jede Ecke. Da hast du quasi dekoriert, weil du sagst, du hast da gebaut. Richtig, das war mein Stück. Das wurde mir aufgetragen, als ich wieder angefangen habe, hier vollständig mitzuwirken. Ja. Und der Daniel hat mir dann die Strecke gegeben. Neue 245 sollte ich hier dekorieren. Habe ich getan. Sehr schön, da bin ich ja dann mal gespannt. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es ist immer gar nicht so einfach, minimalistisch, trotzdem detailreich zu bleiben. Aber wir wollen ja auch nicht an der Performance irgendwie, dass die nicht mehr so schön ist. Deswegen nicht so viel, aber auch nicht zu wenig. Genau, man muss halt die richtige Mitte treffen, wie so oft im Leben. Aber das haben wir in der Vergangenheit gut geschafft, oder habt ihr gut geschafft, deswegen bin ich ja wie gesagt mal gespannt, wie das Ganze dann auch im Gameplay ausschaut. Aber das ist jetzt quasi die Linie 245, was da jetzt noch hinzugefügt wurde. Richtig. Ich vermute, der Bus fährt ja oben gar nicht mehr rum, vor dem Hauptbahnhof. Die fährt jetzt quasi, wie gesagt, ja hinter dem Hauptbahnhof über die Regierungsinsel. Und dann weiter runter zum Georgenstraße. Und da macht sie ihre Wendeschleife, vermute ich, einmal da drumherum und dann geht es wieder zurück. Weil ich hier gerade ganz viele Nachrichten im Chat sehe, zwecks Werbung. Da
Ja, es geht gerade auch ein Blick in die Regie raus. War wahrscheinlich nicht so ganz geplant, aber keine Sorge, falls ihr da zwecks Werbung jetzt irgendwas verpasst haben solltet, da auch wie immer die Erinnerung, der ganze Stream wird im Nachhinein selbstverständlich auf YouTube geuploadet. Das heißt, keine Sorge, ihr könnt das Ganze dann nochmal im Nachhinein schauen, wenn jetzt jetzt zu Anfang, ihr da irgendwas verpasst habt. Das ist natürlich dann auch kein Problem und ja, die Regie wird sich drum kümmern. Ich gucke jetzt gerade mal hier neugierig, weil Blaulicht-Fan geschrieben hat, hinter dem Hauptbahnhof ist auch was Cooles. Was denn? Was ist hinter dem Hauptbahnhof cool? Er will vielleicht noch zwecks Ostern nachträglich, dass wir hier was suchen. Das kann, glaube ich, sein. Hast du was versteckt, Blaulicht-Fan? Vielleicht meint er hier den Cube, Berlin? Ich weiß es nicht. Schreib's doch bitte mal rein, Blaulicht-Fan. Wie gesagt, ich bin keine Berlinerin. Ist eine schöne Stadt, keine Frage. Aber was gibt's da? Ach so, nee, meine nur, dass das auch cool. Ach so. Es ist cool, da hinten lang zu fahren. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Auf jeden Fall. Also doch nichts mit suchen. Ja gut. Katrin, und dann wollen wir jetzt ja auch hauptsächlich die Linie 147, die natürlich dann die neue Linie ist, uns mal anschauen, vor allem wie die 245 mit der 147 zusammenhängt. Da gibt es ja einen Berührungspunkt. Ja. Das ist ja der Hintergrund auch irgendwo des Ganzen. Wo beginnt erstmal vielleicht die 147? Die 147 startet hier oben am Leopoldplatz. Oh, ich komme nicht mal hier mit der Bedienung klar, glaubst du das? Alles gut, die Technik. Ja, es ist... Ja, hier es sieht man. ist halt kein Radio, gell? Also ihr möget mir verzeihen. Ich mache lieber Radio, aber ich versuche euch ja auch irgendwie zu unterhalten, natürlich. Also, wir starten oben am Leopoldplatz. Jetzt ist gleich meine Stimme wieder weg. Oh, Mann. Führt dann weiter runter über die Müllerstraße, Feenstraße, Heidenstraße und so weiter und so fort. Das Ganze darf ich dann, also nicht die ganze Strecke, einen Teil davon werde ich dann fahren. Ich versuche es jedenfalls. Weil, ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, ich kann nicht mal mit Controller auf Xbox fahren. Das ist immer eine Vollkatastrophe bei mir. Und jetzt hier noch mit Tastatur, das macht es nicht besser. Definitiv nicht. Genau, wie gesagt, die führt dann hier über die Fennstraße, Heidestraße. Das ist eine sehr lange Strecke. Ich hätte hier starten sollen. Das ist eine schöne, gerade Strecke. Nicht so viele Kurven. Dann kommen wir auf die... Was ist das für eine? Steht nicht da. Liebe Berliner, was ist das für eine lange Straße hier? Nach Heidestraße. Da wird bestimmt gleich die Antwort im Chat kommen. Aber ich denke, Ich weiß es nicht. wir können ja mal ein Stück rauszoomen, damit wir vielleicht... Genau. Diese lange Strecke hier. Liebe Leute. Hier wurde es auch direkt schon reingeschrieben. B96 einfach, genau. Ach, die hat gar keine. Das ist einfach nur Bundesstraße. Vielen Dank, Blaulichtfan XP. Luke Floorball. Vielen Dank. Wir hatten einfach auf einen schönen Straßennamen gehofft, vielleicht war es das. Ist die Heidestraße. Also dann immer noch Heidestraße. Naja, wir fahren mal einfach fort. So, dann kommen wir, das müsste dann, genau, der Berliner Hauptbahnhof sein, in die Invalidenstraße. Von da aus dann in die Luisenstraße. Die ist auch sehr lang. Die haben lange Straßen in Berlin, wa? Ja, irgendwie müssen Lässt sich gut fahren dann. Irgendwie müssen sie ja die Stadt vollkriegen. So, von der Luisenstraße ausgehend sind wir dann in der Reinhardtstraße. Und hier, das ist, was du vorhin sagtest, Toni, hier überkreuzt sich dann die 147 mit der 245. Deswegen konnten wir die neue abgeänderte Strecke der 245 noch nicht euch vorher präsentieren, da ihr ja dann quasi schon einen kurzen Einblick gehabt hättet in die 147, weil, wie ihr das hier sehen könnt, orange ist die 245 und grün die 147. Die schneiden sich hier ein ganzes Stück über die Reinhardsbrunner Straße, Friedrichstraße
und trennen sich dann aber hier. Die 147 geht dann weiter unter den Linden und die 245 macht dann nach der Spree quasi einmal eine Biege, Neustädtische Kirchstraße, Georgenstraße und dann wieder zurück über die Friedrichstraße. Genau, da war ja auch die Nachfrage hoch, das haben wir ja auch immer wieder gelesen, wann erweitert ihr dann nochmal das Stück von der 245? Ja, genau, und deswegen haben wir uns dann natürlich auch rangesetzt, hat sich natürlich auch angeboten und wir sind da jetzt auch froh, dass wir das bald oder jetzt fertiggestellt haben, sodass das Ganze dann eben da noch erweitert wurde und sich das Ganze jetzt auch irgendwo verbindet. Genau. Und deswegen konnten wir die jetzt, wie gesagt, noch nicht raushauen, aber am 6.6. ist es soweit. Da ist der Release für beide Straßen zusammen. Da könnt ihr euch ja nochmal richtig schön austoben auf der neuen Strecke der 245 und natürlich die 147 einmal komplett abfahren. Wir würden uns natürlich über Feedback, Videos auch freuen, könnt ihr uns gerne schicken, was ihr davon haltet, wie das für euch rüberkommt. Genau, also an Pfingsten. Das ist der Freitag. Genau, weil dann habt ihr 3 Tage Zeit. Genau. Weil Montag ist ja Feiertag. So sieht's aus. Also genügend Zeit, die neuen Strecken in einer Ausführlichkeit zu testen. Und ja, wenn wir dann weitergehen, die 147 geht ja dann bis zum Ostbahnhof, wie man hier sieht. Genau. Und da sieht man auch, das ist eine ganz schöne Strecke. Das ist eine ganz schön lange Linie. Die geht dann da noch bis zum Ostbahnhof weiter. Ja, und dann würde ich sagen, Katrin, wir fangen einfach mal an, deine Fahrkünste zu testen. Jetzt ist die Fahrprüfung hier vor allen, hier über 50 Zuschauer schon wieder. Macht einfach Spaß, wenn so viele immer wieder einschalten. Und würde ich sagen, können wir ja gleich mal ins Gameplay umswitchen. Ich schalte nochmal auf uns. Beziehungsweise, du bist jetzt schon bereit? Nie. Willst du nochmal hier einen Daumen hoch in die Kamera? Gut, alles klar, schalten wir nochmal um. Das wird voll Katastrophe. Nein. Meinst du? Ja, wir haben doch hier einen schönen Solaris genommen, wie ich es hier sehe. Ja, ich habe mir extra einen kleinen Bus gewünscht. Ich fahre auch nur Arcade-Modus, weil... das hättest du nicht sagen dürfen. Hättest gesagt, das ist hier nicht Arcade. Ich liebe Autofahren, aber... Nee, eigentlich auch nicht. Ich will jetzt hier nicht anfangen zu lügen. Ich würde jetzt einfach mal losfahren. Ja. So, und wenn wir jetzt auch mal hier losfahren, würde ich natürlich jetzt nochmal mehr ein Augenmerk auf den Chat halten. Mal vielleicht hochscrollen. Ich glaube, ich habe hier schon wieder einige Fragen gesehen. Wart ihr auch wieder fleißig im Chat. Ich gehe mal weiter hoch. Der Banana Food 21 fragt: Hallo zusammen, werdet ihr im Editor für den Straßenbau noch generative Tools, automatisierte Straßen, Gehwegs und Kreuzungsbau liefern? Wäre echt nice, da das doch Aufgaben sind, die manuell erledigt viel Zeit fressen. Ja, das ist eine gute Frage. Katrin, das weißt du natürlich auch nicht, glaube ich. Bist ja gerade auch erst neu. Also ich persönlich habe jetzt noch nicht gehört, dass das geplant ist. Würde mich da jetzt aber ungern zu weit aus dem Fenster lehnen, ob das jetzt vielleicht doch geplant ist. Das gerne auch nochmal auf Discord die Frage stellen, damit da auch unser richtiger Dev die Frage beantworten kann. Genau. So viel dazu. Muss mich ja echt volle Kanne konzentrieren. Ich traue mich jetzt hier gar nicht, die Fragen so richtig vorzulesen. Doch, das stört mich weniger. Ich kann halt nur nicht drauf eingehen. Nee. Ich will nur jetzt hier nicht keine falschen Aussagen machen. Aber hier der X-Lennart 0405 fragt auch, ist Linie 156 als DLC geplant oder überhaupt geplant? Der große Chef ist jetzt natürlich wieder von dannen gezogen. Vielleicht könnte XP ihn nochmal holen. Und auch da, ich möchte keine 100%ige Aussage geben. Allerdings ist sie, glaube ich, aktuell nicht geplant. Also zumindest auch nicht in der nächsten Zeit, wenn dann in etwas fernerer Zukunft. Also aktuell nicht, nein. Genau. Man merke, hier hat auch Luke nochmal reingeschrieben, man merke, Radio ist einfacher als Busfahren. Würdest du dem zustimmen, Katrin? Was ist bitte nochmal?
ist Radio einfacher als Busfahren. Definitiv, ja. Vor allem noch dann reden und auf Fragen antworten. Und zuhören. Ich bin hier wirklich voll konzentriert. Ja, aber bis jetzt schaut es doch gut aus. Mach mal lieber nicht die Face-Kamera dazu an. Ich glaube, das wäre cool. Nein, da siehst du voll Gesichtskaspereien. Das wäre cool. Ja, das mache ich dann so, dass du es nicht mitkriegst, vielleicht mal. Wahrscheinlich würde ich es nicht mitkriegen, nein. Genau. So, gehen wir mal weiter runter. Blaulicht-Fan, grüß dich. Freut mich, dass du auch jeden Stream einschaltest. Schreib nochmal, wird dann ja richtig voll in Berlin, vor allem im Multiplayer oder auch später mit den KI-Bussen. Ja, das soll es natürlich auch werden. Ist ja auch der Sinn der Sache. Dass, ich bin Bus, ich darf beide Spuren verwenden, oder? So schön mittig. Ja. Ich nehme mir heute das Sonderrecht mal raus. Hier wird auch nochmal geschrieben, endlich wieder eine Linie, wo ich den Fahrplan realistisch bauen kann. Das freut uns. Ist wirklich eine interessante Linie und auch Linienführung. Ja, das sehen wir jetzt hier. Ich lese gerade, Janni1288 folgt uns jetzt. Vielen Dank dafür. Ja, einige Follows sind dazu gekommen, ja. auch schon vorm Stream habe ich gesehen. Wir haben ja auch so ein Follower-Ziel erreicht. Steht hier, dein Follower-Ziel wurde gerade mit 230 erreicht. Freut uns natürlich sehr. Das Gute daran ist, wie gesagt, ihr bekommt dann auch immer die Benachrichtigung. Aber apropos Radio, weil wir das ja gerade davon hatten, ja, Radio ist einfacher zu machen. Nur mal noch ein ganz heißer Tipp. Heute Abend könnt ihr, also nicht nur heute Abend, jeden Freitagabend könnt ihr höchstpersönlich den Hauptkopf hinter dieser ganzen Geschichte hier kennenlernen, nämlich den Tom. Das ist ja, der Gründer der TML-Studios und der ist heiß begehrt darauf, euch im Radio zu unterhalten. Also heute Abend ab 19 Uhr gerne einschalten. Ihr könnt ihn auch fragen, allerdings nicht über den Bus, wir machen ja dann da keinen Support. Aber würde mich mega freuen, wenn ihr auch heute Abend dazuschaltet und einfach mal Tom, wie gesagt, den großen Kopf der ganzen Geschichte hier mal mehr oder weniger persönlich kennenlernt durch Twitch. Genau, so sieht's aus. Aber so ein TML-Support in einer Flashbass-Radioshow wäre auch was Feines. Das lehnen wir vehement ab, weil wir machen Radio. Genau. Dafür haben wir ja hier den Stream. Richtig, dafür könnt ihr hier uns zutackern. Ich kann zwar nicht mitlesen, nicht wirklich. Ja, das mache ich ja, ist ja kein Problem. Dafür ist der Toni da, genau. Genau so sieht's aus. Flammherz schreibt, hey, könnt ihr KI-Busse machen? Das macht es interessanter. Ja, also das ist auf jeden Fall geplant. Das kommt jetzt auch in Phase 3. Wir sind jetzt vor kurzem offiziell in die Phase 3 übergegangen. Das ist die letzte Phase vor dem Release. Und das heißt logischerweise in der Phase 3, in der letzten Phase vor Release, werden noch alle fehlenden, vor allem großen Features hinzugefügt werden. Das heißt, da gespannt sein. Das kommt in naher Zukunft. Hier wird auch nochmal gefragt, werdet ihr auch bald in Neukölln arbeiten? Die 377 oder M44? Ja, also das sind alles Fragen, das ist natürlich alles möglich. Da ist jetzt eher nicht fest geplant. Aber das können wir jetzt natürlich auch nicht sagen, was da genau jetzt noch in der Zukunft kommen wird, weil es da eben so viele Linien gibt, die sich natürlich auch anbieten. Ich denke sicherlich, Neukölln wäre auch cool, wäre auch eine Möglichkeit. Das muss man dann einfach schauen, wie sich das dann anbietet. Und natürlich auch, was ihr sagt, wir schauen da natürlich auch immer drauf, was ihr euch wünscht, was die meisten sich wünschen, dass wir da auch ein bisschen drauf eingehen können auf euch. Und das dann auch so ein bisschen, ihr da auch vielleicht indirekt ein bisschen mitgestalten könnt, das Ganze. Schauen wir natürlich auch immer drauf. Sky the Real One fragt auch, wann werden die Busse aus Fernbus-Simulator in The Bus integriert? Das war zumindest mal geplant. Ja, also das war, glaube ich, das stimmt, meines Erachtens mal angedacht, eventuell vor längerem. Ja, aber aktuell ist das ehrlicherweise kein Thema. Da konzentrieren wir uns natürlich jetzt auch erst vor allem bei The Bus erstmal auf den Release, auf die wichtigen Dinge. Ob das dann in Zukunft noch passiert, das ist jetzt auch noch nicht, steht jetzt auch noch nicht fest. Das muss man dann auch einfach sehen. Aber aktuell ist es auf jeden Fall erstmal kein Thema. Oh, Thema Charaktere. René im Urlaub. Schauen wir mal, ob wir die trotzdem beantworten können. Blaulicht-Fan fragt, Frage zu den neuen Charakteren. Da diese Lippensynchronisation haben, wird diese denn auch im späteren Voice-Chat bei den Busfahrern vorhanden sein? Vielleicht jetzt nicht wortsynchron, aber dass
diese sich bei dem Sprechen zumindest irgendwie bewegen. Ja gut, da bräuchten wir jetzt einen Experten René. Die Regie weiß das, glaube ich, auch nicht. Nee. Also geplant ist das natürlich, das soll genauso realistisch rüberkommen wie auch unsere Busse und unsere Strecken. Wann das sein wird, kann man jetzt allerdings noch nicht sagen. Aber es wird dran gearbeitet. Genau, aber auch Thema Voice Chat, will ich da natürlich jetzt nichts auch liegen, was nicht liegen darf, aber ich sitze ja aktuell bei den Programmierern und da gab es gestern vor allem zum Voice Chat einen internen Test, der wirklich, sage ich mal, um nicht zu viel zu verraten, nicht allzu schlecht aussah, also da auch weiterhin gespannt sein. Voice Chat, sind wir auf jeden Fall dran, dass das auch bald kommen wird und ich denke, das ist dann auch ein Feature im Multiplayer, was natürlich die ganze Sache nochmal, wie kann man sagen, viel besser macht, interessanter macht, dass ihr euch da auch wirklich unterhalten könnt. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Ich habe gerade noch gelesen, ganz kurz, ich stehe an der Haltestelle. Luke Floorball schreibt, meine 123-Frage wurde übersprungen. Oh, das, ich versuche hier alle reinzukriegen, aber bei der Anzahl ist das natürlich nicht immer möglich. Tut mir leid, wenn ich die übersehen habe. Gerne nochmal die Frage stellen, weil ich glaube, wenn ich die jetzt suche, finde ich die wahrscheinlich nicht. Eine Frage zu 123. Gerne nochmal reinstellen. Hier lese ich auch vom Funky TV eine Frage. Kann man die Fahrgäste nicht hinten einsteigen lassen? Das ist ja auch ein Thema, was wir schon öfter gestellt bekommen haben. Kommt auf jeden Fall noch. Hier der Love Strike Packen. Zum ersten Mal gechattet, freut uns. Moin moin. Nachdem ihr Phase 3 fertig gemacht habt, seid ihr dann mit der Berlin-Karte fertig? Das steht auch noch nicht fest. Steht noch nicht fest. Wie gesagt, jetzt aktuell arbeiten wir natürlich dran, dass wir jetzt die letzte Phase 3 überbrücken, sodass wir dann auch wirklich dem Release immer näher kommen. Da fehlen ja, wie gesagt, noch ein paar wichtige Features, zum Beispiel KI-Busse etc. Aber das steht auf jeden Fall noch nicht fest. Also das kann man jetzt auch noch nicht so klar sagen. Ja, Flawless-Fan schreibt, jetzt rollen die Fragen so richtig rein. Ja, ich bin hier wirklich am Scrollen, also neben der Katrin versuche ich hier alle Fragen mitzunehmen. Ich lese aber auch gerade nebenbei im Chat, die Baken stehen verkehrt rum. Was steht verkehrt rum? Die Baken, wo ich gerade dran vorbeigefahren bin, die sollen verkehrt rumstehen. Ja, dann ist es... Das ist unser Stil, so. Ja. Das war bewusst so gewählt, weil wir wollten einfach wissen, wie aufmerksam ihr so einen Stream verfolgt. Und ihr habt das sind so Easter Eggs. Ja, genau. Apropos Easter Egg, im letzten Stream hatten wir ja mal unsere versteckten Sonnenbrillen angesprochen, die man sich dann aufsetzen kann. Gerne mal reinschreiben, ob da jemand auch mal dem nachgegangen ist und vielleicht auch welche gefunden hat. Natürlich nicht jetzt den Platz einfach leaken, aber gerne da auch mal. Da haben wir ja auch im Discord eigentlich mal auf ein paar Bilder gehofft, wenn ihr das Ganze gefunden habt. Es kam vorhin auch die Bitte rein, ich soll mal an den Haltestellen den Blick nach rechts wenden. Das ist hier leider gar nicht so einfach. XP hat es mir vorhin erklärt, es geht halt gerade nicht so gut. Ich versuche es bei jeder Haltestelle mal mit zu berücksichtigen. Ich muss halt immer zwischendurch die Maus wieder zentrieren, weil das sonst nicht so richtig gut funktioniert. Ja, wir können ja dann, oder wir haben ja auch dann vor, dann das letzte Stück, weil wir können natürlich jetzt nicht die ganze Strecke abfahren, das würde viel zu lang dauern, dass wir da ein bisschen nochmal rumfliegen, euch das Ganze dann nochmal so zeigen, wo ihr dann auch nochmal mehr seht. Das machen wir dann im Anschluss nochmal. Ansonsten hier auch nochmal von der Regie, Martin hat hier nochmal das Trello-Board angeheftet, da gern auch immer draufschauen. Das versuchen wir immer so gut wie möglich up-to-date zu halten und da seht ihr ganz genau, in welcher Phase wir uns befinden, woran wir gerade arbeiten und wie so der aktuelle Stand ist. Hier nochmal, der Tipp, genau, dass im Modding Center unter Streets Splines viele Templates für schnelleres Straßenbauen ist.
Heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, das Ganze effizienter zu gestalten. Flammenherz fragt, wieso laggt der Multiplayer immer so bei mir? Ja, das kann natürlich auch an deinem PC liegen, aber grundsätzlich ist ja auch so, dass wir den Multiplayer immer weiter verbessern, vor allem jetzt auch, wenn dann mehrere Leute auf einem Server sind. Das haben wir natürlich auch immer im Blick und verbessern das auch stets noch. Das heißt, ja, sollte es bei dir noch sehr lecken, ja, das verbessern wir auf jeden Fall noch immer mit der Zeit. Wie viele Linien sind eigentlich insgesamt geplant? Fragt der Bauer Elias. Ja, das. Insgesamt haben wir jetzt aktuell mit den 2 neuen ab Pfingsten 8. Mhm. Und ja, geplant. Jetzt haben wir keine feste Zahl. Ja. Sagen wir es mal so. Das war ja auch, schließt ja so ein bisschen an die Frage davor an. Das können wir natürlich jetzt auch noch nicht so genau sagen, beziehungsweise wir wollen uns natürlich auch nicht festlegen. Nein, es ist halt auch wirklich schwierig zu sagen, welche Linie man nachbaut. Muss ja auch irgendwo, ich sag mal so für mich, ein bisschen Sinn ergeben. Es macht ja keinen Sinn, irgendwo durch die Walachei zu fahren. Meine Meinung. Nur meine. Ja, genau. Und man weiß ja auch nie, ja, wie dann die Situation ist. Ob sich das einfach nochmal anbietet, da eine gewisse Linie nochmal hinzuzufügen oder eben nicht. Wie hoch da die Nachfrage ist, was ihr euch auch wünscht, was uns auch möglich ist. Von daher halten wir das gerne auch immer mal noch offen. Hier auch nochmal der Hinweis im Chat, ja, dass die neuen Charaktere auch heute dabei sind. Oh, jetzt hat es zum ersten Mal gekracht, habe ich gesehen. Psst, erzähl weiter. Ja, okay, ich erzähle weiter. Ja, manche Kurven sind ein bisschen eng. Hi, grüß dich, heiße Bube, auch zum ersten Mal gechattet. Ruben auch, grüß dich. Überleg mal, wann du gesagt hast, Katrin, dass hier der liebe Luke geschrieben hat, dass seine Frage zur 123 übersprungen wurde. Ich bin jetzt erst an dem Punkt. Oha. Und das war vor... Na, das ist jetzt 7, 8 Minuten her, würde ich sagen. Ja. Also ist sie gar nicht übersprungen worden, sie war noch gar nicht dran. Genau, so sieht's aus. Der Lennart fragt auch nochmal, ist es geplant, wenn das Spiel rauskommt, auch die Berlin-Map mit der Map vom Findelkind zu verbinden oder zu einer Map zu machen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir uns darüber noch nicht die Gedanken gemacht haben, ob das passiert oder nicht. Steht also auch noch nicht fest. Wäre sicherlich eine gute Idee. Muss man einfach mal schauen, wenn es soweit ist. Ja, hier die Anweisung nochmal. Bitte mal Richtung Tür blicken, wenn Passagiere einsteigen. Es geht natürlich Genau, nicht. das habe ich vorhin gelesen, deswegen habe ich es ja jetzt schon mal versucht. Jetzt bin ich aber gerade wieder voll konzentriert, überhaupt zur nächsten Haltestelle zu kommen. Ja, Blaulicht schreibt auch nochmal ein, wann ist bei sowas Nebensache. Wenn ihr schon etwas Positives dazu sagt, freue ich mich immer. Ja, also wir versuchen natürlich auch bei Zeitangaben, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, euch da auch eine Richtung zu geben. Leider ist es da uns nicht immer möglich, da wirklich ein festes Datum oder eine feste Zeitspanne festzulegen, weil da einfach so viele Parameter mit reinspielen, die man einfach meistens nicht kontrollieren kann, die dann aber dazu beitragen, dass das Ganze sich vielleicht nochmal verlängert. Deswegen sind wir da, wie gesagt, immer ein bisschen vorsichtig, um euch da auch wirklich nichts Falsches zu sagen. Ich lese gerade hier von Blaulicht. Muss da jemand zur MPU? Sag doch gleich, soll zum Idiotentest. Er beobachtet mich ganz genau, hat geschrieben, ist schon zum 2. Mal passiert. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin wirklich kein guter Fahrer. Ob das Controller ist, ob das Tastatur ist. Was ich richtig geil fahren lässt, kann ich sagen, das ist unser Dashboard, was wir immer auf den Messen haben. Das macht unheimlich viel Spaß. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Da kann ich auch gut fahren. Also jeder, der das Vergnügen noch nicht hatte, jetzt dieses Jahr sind dann auch wieder einige Messen, wo ihr die Chance hättet, da auch mal mit unserem Simulator mit Original-Dashboard zu fahren und uns natürlich auch persönlich mal zu treffen, was uns auch immer freut, wo wir da auch mal in Austausch gehen können. Also ja, habt das auch auf dem Schirm, wenn ihr da auch wirklich mal Bock habt, dass ihr da vielleicht auch mal auf so ein Event mitkommt. Ich würde jetzt mal
Wir machen zwar keine Charaktere, aber ich kriege das mit diesem Blick auf die Schnelle so nicht hin, dass man das beim Einsteigen sieht. Ich würde jetzt einfach mal aussteigen aus dem Bus und mal hier kurz ein bisschen rumlaufen, weil das war so mein Lieblingsthema in den letzten 14 Tagen. Ich durfte diese ganzen Klamotten gestalten. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich sehe auch, die wurden bunt zusammengewürfelt, aber ich muss tatsächlich sagen, das Endergebnis gefällt mir gut. Wie letztendlich das Programm selber ausgesucht hat, die Frau kriegt jetzt die Hose an, den Pullover und die Schuhe oder der Mann kriegt jetzt dieses T-Shirt und die Hose an. Irgendwie ist es trotzdem stimmig. Kunterbunt, aber stimmig für mich. Ja, das ist doch schön. Na, dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Da haben wir auch viele lange drauf gewartet, auf die neuen Charaktere, wo wir jetzt froh waren, dass die jetzt endlich bald im Spiel sind. Laufen ja auch genug Leute rum. Aber man sieht ja schon auf den ersten Blick auf jeden Fall. Also das Ja, Berlin ist bunt. Ja, genau deswegen haben wir es auch so gemacht. So, schaut mal, wir haben hier sogar unsere ganz eigenen. Die laufen viel zu schnell. Können wir die Charaktere mal anhalten? Nein, ich krieg einen Kopfschütteln. Kann man nicht. Da musst du schnell sein. Ich renn mal einem hinterher oder so. So, hier sind wir direkt am Berliner Hauptbahnhof. Genau. Bei schönstem sonnigen Wetter. Deswegen laufen die alle in kurz rum. Wir haben Sommer. Hier hat mal einer einen Aufdruck. Was hat er drauf? Dieses unter anderem gibt es bei uns im Shop zu bestellen. Da steht einfach nur drauf, ich bin nicht faul, ich bin im Energiesparmodus. Ja, da haben wir ja einige coole Sprüche. Wir haben tatsächlich das umgesetzt. Also das, was man hier teilweise an Sachen sieht, kann man bei uns im Shop dann auch kaufen. Bei entweder Flashbase FM oder bei TML Studios, je nachdem. Ich habe mich da einfach bunt ausgetobt. Was haben wir hier noch? Was hat er Rotes an? Hier wäre zum Beispiel ein TML Studio T-Shirt mit dem Logo von The Bass. Also einiges. Also wir haben da auf jeden Fall jetzt bei weitem viel mehr Varianz da in den Klamotten. Das sieht man ja hier wirklich auch direkt. Aber totale schick Kombi. Er hat ja so eine Nylon-Turnhose an und einen schicken Strickpullover. Ja. So, jetzt wenn ich hier auf den Chat gehe, ja, also verzeiht mir, ich werde wirklich nicht jede Frage hier mitnehmen können. Deswegen. Ich versuche jetzt erstmal wieder in den Bus zu kommen. Aber hier, Luke, deine Frage noch zur Linie, die ich übersehen hatte. Die Frage ist, ob die Haltestellen auf der Linie umbenannt werden. Da heißen 2 Haltestellen seit 2 Jahren anders. Ja, das ist eine gute Frage, Regie. Also, da wissen wir jetzt nicht auf die Schnelle ganz genau, was da gemeint ist. Aber sollte das irgendwo falsch sein, dann würden wir das sicherlich natürlich dann auch mal jetzt umändern. So, scroll ich mal weiter runter. Verzeiht mir, wenn ich was vergesse oder was übersehe. So, du, Kathi, bist wieder eingestiegen? Ja. Fahr mal ein bisschen weiter, sagst du. Du musst mir dann sagen, wann wir versuchen wollen, in die Vogelperspektive zu wechseln. Das wollten wir ja an unserer schicken Brücke. Erstmal muss ich hier gucken, wie ich wieder auf die Straße komme mit dem Blick. Ja. So sieht's doch gut aus. Sehr schön. Flammenherz fragt, gibt es einen offiziellen Server von der Bass? Finde den nicht. Ja, tatsächlich nicht. Also da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Weil, ja, ihr habt natürlich da jetzt auch die Möglichkeit, eure eigenen Server zu hosten. Es gibt natürlich auch einige Server und hatten da jetzt einfach den Fokus eher auf die Community gerichtet. Da kannst du natürlich, wenn du es noch nicht schon gesehen hast oder auch der es noch nicht gesehen hat, auf Discord oder im Spiel natürlich jetzt auch mit der Public Server List, das haben wir natürlich auch extra deswegen gemacht, könnt ihr da die ganzen Server sehen von der Community von euch. Da gibt es reichlich Server, genau. Stadtlux schreibt, sehr gut gelungen, die neuen Charaktere. Ja, freut uns. Dankeschön. Dass es euch gefällt. Hoffen natürlich, dass es euch gefällt. Ja, wollten da einfach nochmal wirklich viele Varianten reinbringen, dass das Ganze da auch wirklich optisch mal besser aussieht. Ja, und ich denke, wir haben ja ständig nur Zwillinge und Drillinge bisher gehabt.
Das war Da nicht ist so die ganze realistisch. Familie in Berlin unterwegs. Sie gehören alle irgendwie zusammen. Ja, aber wir machen ja auch keine Bürgersimulation von Berlin, sondern Bus. Genau, das wäre vielleicht auch interessant, mal eine Burger-Simulation, Charaktere-Simulation. Nee, Spaß. Gibt's bestimmt schon irgendwo. Oh, jetzt trifft ich hier völlig ab. Rums. Ach, grüß dich, Skytiger. Skytiger auch dabei. Hat geschrieben, es hat endlich geklappt. Lang lebe das DB-Internet am Bahnhof. Ja, freut uns, dass du es auch in Stream geschafft hast. Ah, hier auch zum ersten Mal gechattet. Der Brother Louis XX fragt, wird demnächst noch der Citaro C2 kommen? Ja, also demnächst ist natürlich auch relativ. Jetzt vor kurzem kam ja der Solaris, also demnächst wird da wahrscheinlich, ja, eher unwahrscheinlich, da vor allem auch der Citaro C2 kommen. Ob der jetzt genau geplant ist, ja, weiß ich jetzt auch gar nicht ganz genau. Ich habe in Erinnerung, dass der auf jeden Fall auf einer Liste stehen könnte. Ja, aber auf jeden Fall jetzt nicht demnächst. Auch gerne noch mal reinschreiben. War ja letzten Stream ja, Hauptthema. Da haben wir ja gemeinsam mit dem Timo den Galaxis Urban vorgestellt. Gerne auch mal reinschreiben, wie euch der neue Bus gefallen hat. Vor allem mit den neuen Features, mit der Ladesäule etc. Wie ihr damit zurechtkommt, würde uns mal sehr interessieren. Also ich persönlich, hatte es ja auch schon letzten Stream gesagt, ja, war sehr begeistert ja, von der Arbeit, die da Timo und ja, auch unser Team geleistet hat, sage ich mal, weil da wirklich, das habt ihr auch gesehen, einige neue Features, die es so wirklich auch noch gar nicht gab, jetzt gekommen sind und ich das auch sehr gut gelungen fand. Oh, jetzt eine Frage vom Stadtlux an die Regie, an Martin, da würde er sich freuen. Leider kann ich jetzt keine Kamera auf ihn richten, aber der Stadtlux fragt, wann kommt ein Gaming-PC ins Studio? Das ist ja grausam per Remote. Ja, da wird nur Hände vors Gesicht. Da ist man auch leicht genervt. Nee, Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt hier schon gefühlt 15 Rechner im Studio stehen, jetzt noch ein Rechner. Das Ganze dann irgendwo effizient mit der Technik zu verbinden, ist eine Wissenschaft für sich. Da sind wir schon froh, dass Martin das uns so gut, wie es jetzt ist, bereitstellt. Deswegen finden wir aktuell, dass das mit dem Remote noch eine ganz gute Lösung ist. Auch zum ersten Mal gechattet, TJOFRJ fragt, wird es später Linien-Add-ons von Berlin geben? Ja, also voraussichtlich schon. Können wir uns auf jeden Fall vorstellen. Flammenherz fragt, kann man euch irgendwie unterstützen? Finde es so super, das Projekt. Ja, das freut uns sehr. Also die größte Unterstützung ist für uns natürlich auch immer, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr vor allem auf Social Media oder hier eben in den SimDev Live in dem Stream einfach euer Feedback gebt, dabei seid, immer neue Ideen mit reingebt, sodass wir dann dann mit euch gemeinsam das Ganze da weiterentwickeln können, dass es in eine gute Richtung geht. Und das ist wirklich schon immer eine Riesenunterstützung. Und ihr, ja, wie man es jetzt auch hier wieder seht, sind hier konstant über 60 Zuschauer. Das freut uns sehr und da sind wir auch sehr dankbar. Eine Riesenunterstützung für uns, dass ihr da einfach so fleißig aktiv seid. Wie gesagt, immer Feedback gebt und wir deswegen immer so schnell entwickeln können, verbessern können, eure Ideen annehmen können, sodass die ganze Spiel-Experience dann natürlich immer konstant verbessert wird. Ja, hast du dich jetzt gut gemutet? Ja, das passiert. Vor allem in so einer Stadt wie Berlin. Ich bleib lieber beim Radio. Ach Quatsch. Machst es doch ganz gut bisher, würde ich sagen. Der Blaulicht-Fan hat bestimmt schon mitgetickert, wie oft ich hier irgendwo gegengedonnert bin. Ich krieg dann wahrscheinlich eine Endauswertung von durchgefallen oder sowas. Genau so sieht's aus. Guck mal, ich komme jetzt komischerweise mit der Kamera rum. Ging die ganze Zeit nicht. Ja, das ist ein bisschen ein Fall für sich, aber ja, da brauchst du einfach, glaube ich, nur ein bisschen Erfahrung, das geht dann.
So, jetzt gucke ich nochmal nach weiteren Fragen. Gehen wir mal hier weiter rein. Das ist geil, Tiger schreibt schon, ich muss den Führerschein nochmal machen. Wie gut, dass ich noch nie einen Busführerschein hatte. Brauche ich auch keinen machen. Und nicht abgeben. So, hier nochmal die Frage vom DevGin XTP. Wird das Spiel nach dem Release teurer oder günstiger kosten? Ja, also ehrlicherweise günstiger würde natürlich nicht so viel Sinn machen. Wird teurer, deswegen da jetzt auch nochmal, posten wir heute auch nochmal, ja, dass es jetzt bis zum 28. nochmal die letzte Chance für euch ist, das Spiel zu diesem Preis, wie er aktuell ist, zu bekommen. Denn ab dem 28. April wird das Ganze dann auf 38,99 € bzw. 39,99 $ erhöht. Das heißt, wer noch nicht zugeschlagen hat, gerne jetzt, denn es wird logischerweise teurer, hat ja den selbsterklärenden Hintergrund, dass natürlich mit jeder Phase, wir sind jetzt in Phase 3, wie gesagt, übergegangen, ja, neue Features hinzukommen, neue Linien hinzukommen. Genau. Und wir möchten auch Butter auf dem Brot haben. Wir können nicht immer alles für oben raushauen. Das stimmt. Guck mal, die haben sogar einen Kaffeebecher neuerdings. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hast du eben gesehen? Ja. Und Rucksäcke? Hier, da sehe ich gerade einen mit Rucksack. Ja, das ist schon sehr cool, was da René gemacht hat. Genau, und Timo, glaube ich. Tom hat natürlich mitgearbeitet. Ich glaube, Tom hat die Vorarbeit geleistet und René den Feinschliff, oder? Wie rum? Ja. Nein, es ist schon eine tolle Truppe hier. Jeder ist absoluter Fachspezialist in seinem Gebiet. Was das Busfahren angeht, bin ich's nicht. Wie ihr sehen könnt. Aber ich glaube, bis jetzt ist es ganz okay. Dein Gebiet ist dann quasi so ein bisschen das Radio auch. Und aber auch dekorieren. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ich dekoriere wesentlich lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ein ganz anderes Handling, durch die Straßen zu gehen. Da und dort was hinzusetzen, macht auch total viel Spaß. Ich sage immer so ein bisschen, das ist wie Minecraft für Erwachsene. Ja, das kann man vielleicht so beschreiben, ja. Dann die ganzen Objekte, es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Tom ist ja permanent am Bauen, um uns Grafikern auch das Ganze zu erleichtern, um letztendlich auch schneller voranzukommen und nicht jedes einzelne Detail wirklich von Hand zu setzen, sondern da hat er sich schon einiges überlegt, wo man wirklich in kürzester Zeit lange Strecken bauen kann, was uns natürlich auch einen immensen Zeitersparnis hinten rausbringt und wir halt umso schneller auch neuen Content liefern können. Genau. Ja, Katrin, ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich jetzt noch nicht an unserem geplanten Punkt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber wir können ja mal einen Blick auf die Karte werfen. Deutsches Theater. Oder ja, warte. Auch mal gern nochmal schauen, vielleicht. Ach, guck mal, kurz davor. Siehst du, wir sind gar nicht so weit weg von unserem Ziel, wo wir aussteigen wollten. Ach so, na, willst du da noch hinfahren? Ich kann auch hier schon raus. Oder gehst hier schon raus? Genau, weil den restlichen Teil, um da nochmal mehr zu zeigen, wollen wir dann nochmal im Flugmodus, da seht ihr auch nochmal ein bisschen mehr euch das zeigen. In der Zeit sehe ich hier nochmal eine Frage. Oh, die sehe ich jetzt nicht. Hier kam gerade nochmal die Info, 147 kommt zu Pfingsten. Genau so sieht es aus. Am 6.6., den Freitag, am Wochenende vor Pfingsten. Ich gehe mal davon aus, wir werden wieder eine kleine Release-Party machen. Ja, es wird genickt. Zum Verlosen weiß ich nicht. Oh, es gibt auch was zum Verlosen. Wir verlosen euch die Strecke 147. Nein, war ein Spaß. Aber es wird genickt. Es gibt etwas zu gewinnen. Ich weiß noch nicht was. Das hat sich Tom ganz alleine ausgedacht. Ihr dürft gespannt sein, was es sein wird und welche Aufgabe ihr dazu erfüllen müsst. Genau, jetzt hier auch nochmal die Frage vom Last Strike Packen. Auf dem Eros of Move Kanal wurde ein Hamburg DLC vorgestellt. Könnt ihr mehr dazu sagen? Sieht sehr interessant aus. Ja, habe ich auch schon öfter gelesen, dass da wirklich viele sich drauf freuen. Das freut uns natürlich sehr. Allerdings Hamburg, also das Hamburg DLC, entwickelt Halicon Media. Deswegen habt ihr Fragen dazu, wollt ihr die genauesten oder aktuellsten Infos, dann wendet euch gerne an Halicon. Dazu können wir, weil wir da jetzt nicht in der Entwicklung direkt drinstecken, natürlich jetzt auch nicht den genauen Stand mitteilen. Deswegen gerne da auf Halicon zugehen.
bin ein Stalker, ich laufe der mal ein bisschen hinterher. Die hat ein Mitlaufen, mich. Nein, überholen sie mal ganz flink. Der Brother Louis schreibt nochmal, was ist an der 245 neu? Ja, das hatten wir eingangs ja gezeigt, auch nochmal auf Google Maps, dass wir da jetzt quasi die 245 mit dem Teil erweitert haben, der zur 147 führt. Da gerne im Nachhinein dann auch nochmal den Upload auf YouTube anschauen, da sind wir nochmal genauer drauf eingegangen. Oh, das ist auch eine Strecke, da war ich unterwegs, sehe ich gerade. Ich finde das ja total interessant, wenn man Berlin nachbaut. Und wir gucken ja wirklich auf Google Map und was es nicht alles noch für Möglichkeiten gibt. Und, oh, guck mal, Partnerlook. Wow. Schick. Sehr cool. Doch, Zwillinge noch. Nee, das ist Mann und Frau. Die lieben es, im Partnerlook durch Berlin zu laufen. Ach so, ja, das kann sein, ja. Und sie ganz Stil, echt ein Flashbase, wie sich das auch gehört. Für ihn hat es dann nicht mehr gereicht. Ja, nein, was ich jetzt sagen wollte, was ich total interessant finde, wenn man Berlin nachbaut anhand von Google Maps und diese 1:1 Geschichte und dann ist man mal in Berlin tatsächlich zu Gast übers Wochenende, habe ich für mich festgestellt, ich brauche fast gar kein Google Maps mehr, um mich zurechtzufinden, weil ich es ja gebaut habe. Ein gewisser Vorteil, sagst du? Das ist schon total cool, das habe ich aber erst festgestellt, als ich eben dort war. Ja, cool, also falls mal das Navi in der heutigen Zeit ausfällt, dann kommst du trotzdem zurecht. Dort ja. Natürlich nicht in ganz Berlin, um Gottes Willen. Ja. Ich will jetzt hier nicht das hoch anpreisen, aber die Strecken, die ich gebaut habe, natürlich brauche ich keinen Google Maps mehr. Ich weiß, wo ich hin muss und wo ich am Ende rauskomme. Hier fragt nochmal der Tijo FRJ, kommt die aktuelle Führung von 245 auch zu Pfingsten oder früher? Ne, zu Pfingsten. Also es kommt beides am 6. am Freitag. Zu Pfingsten. Ja, raus, wird released. Genau. Und habt dann, wie gesagt, schönes verlängertes Wochenende. Der Montag drauf ist ja Feiertag, um das Ganze zu testen. Und dann sind wir natürlich dann auch wieder sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Und hier, das muss ich schmunzeln, fragt der Funky TV, wie geht es Max, der beste Mann? Ja, das war ja im letzten Stream, hast du ja schon mal geschrieben, oder einige von euch, dass ihr immer, ja, sehr, sehr freut, dass der Max einfach, ja, nie gefühlt schläft und 24/7 Discord-Support ist und sehr, sehr schnell antwortet. Das gefällt einigen von euch. Ja, denen geht's gut soweit. Der ist oben. Ja, also ich sag mal so, wenn ihr wollt, dass der vielleicht auch mal oder überzeugt ist, hier mit dabei zu sein, ich glaube, aktuell ist er noch ein bisschen scheu, dann könnt ihr ihn ja mal auf Discord einfach zuspammen. Einfach mal, der dürfte aber nicht sagen, dass ich das jetzt gesagt habe, einfach mal eine Nachricht, sagen, ey Max, danke für deinen Support, würdest du auch mal ein SimDev Live mit Toni machen? Schauen wir mal, was er antwortet. Am besten schön verpacken. Flammherz fragt, werden die KI-Autos noch überarbeitet, weil oft bei schmalen Sputen der Bus nah an der anderen Spur ist und die Autos dann stoppen und so. Sollte das so sein, ja, würden wir es natürlich überarbeiten, aber macht nochmal ein Ticket schreiben. Ja, schreibt nochmal ein Ticket, nochmal genauer erklären, genau zeigen, was du meinst, dass wir dann auch genau wissen, was du meinst. Genau, macht da bitte einfach nochmal ein Ticket. Genau, ich bin ja jetzt ausgestiegen, ein Stück gelaufen und habe gedacht, ich zeige euch mal die schöne Spree. Schön. Ja, die Sonne blendet jetzt hier leider ein bisschen. Wir können ja noch mal rüberlaufen. Muss nur wieder ein bisschen die Maus zentrieren. Jetzt haben wir natürlich voll den LKW. Hier Jannis fragt, könnt ihr schon sagen, wann ein neues The Bus Update kommt? Naja, demzufolge spätestens am 6.6., wenn die neuen Linien hinzugefügt werden. Schon früher. Okay, aus der Regie nochmal schon früher. Auf jeden Fall früher. Aber wann genau, ja. Kann man jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall bald. So, Katrin, also wo genau sind wir denn jetzt? Immer noch über der Spree. Okay, wir können ja nochmal vielleicht kurz auf Maps kurz mal umschalten vielleicht, damit wir einfach mal ganz kurz... An der Ecke sind wir. Das ist im Prinzip, ja, dann die Ecke, ist das schon, wo doch die 107... Wir können auch gerne nochmal rausgehen auf Google Maps, ich weiß nicht, ob das gerade geht.
dass wir da nochmal ganz kurz schauen, wo wir sind. Genau, das ist jetzt im Prinzip schon das Stück, was ich jetzt auch gelaufen bin, wo die 245 und die 147 parallel zueinander fahren. Und wir sind jetzt exakt hier an dieser Ecke vom Tränenpalast, nicht ganz weit weg. Da in etwa stehe ich gerade. Okay. Uns im Spiel. Ja, wenn du da nochmal rauszoomst, das geht, dann zeigst du nochmal, also wir sind jetzt schon eine ganze Weile gefahren, fast eine Stunde. Und wenn man sieht, dass das dann noch bis zum Ostbahnhof geht, das ist ja wirklich eine riesen Strecke. Also ich denke, da ist man gut und gerne nochmal eine Stunde. Gut, ich bin jetzt zuweilen auch geschlichen, ja. Ich habe aber meinen Fahrplan so 0 eingehalten. Aber ich weiß nicht, Tom, kannst du sagen, wie lang die Strecke? Nein. Dann haben wir aber auch Spezialisten in der Community, die das natürlich auch herausfinden werden, wie lang man dann... Informiert uns doch gerne mal darüber, wenn ihr wirklich den Fahrplan eingehalten habt. Wie lange seid ihr auf dieser Strecke tatsächlich unterwegs? Würde mich mal interessieren. Genau. Dafür haben wir ja unsere liebe Community. Da gerne dann mal reinschreiben. Aber ja, ein ganzes Stück. Also hätten wir die jetzt von Anfang bis Ende durchgefahren, hätten wir, glaube ich, bestimmt so... Da hätten wir dann gleich 1:1 übergehen können in die Radiosendung Flashbase FM heute Abend ab 19 Uhr mit unserem Hauptkopfhinder dieser ganzen Geschichte, der Tom. Ist höchstpersönlich für euch, jeden Freitag hier am Mikro. Wer kann das schon von sich behaupten, als Entwickler so nahbar zu sein? Sag ich's mal so. Genau, und das Ganze auf dem selben Twitch-Kanal. Derselbe Kanal, genau. Also gerne einfach offen lassen, einfach einschalten. Und ja, dann freuen wir uns natürlich auch im Radio auf jeden einzelnen Zuschauer. Genau, kommt gerne 19 Uhr wieder zurück. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, ab 19 bis 20 Uhr ist der Tom für euch am Mic. Es wird genickt. Genau. Perfekter Start ins Wochenende. Jeden Freitag 19 Uhr. Und hier wird geschrieben von einigen Fahrdauer laut BVG 45 Minuten. Ja, gut. Wenn ich nicht der Busfahrer bin, könnte das hinkommen. Ja, müsste man mal schauen. Aber wie gesagt, könnt ihr dann alles testen. Ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn wir da jetzt auch nicht die ganze Strecke zeigen, denn ihr sollt euch ja natürlich auch noch auf was freuen. Da haben wir natürlich auch ein ganzes Stück noch übrig gelassen. Ja, sehe ich auch so. Ansonsten ist ja natürlich auch schon wieder die Zeit verflogen. Ich musste leider jetzt auch mal wieder ein bisschen runterscrollen. Also tut mir nochmal leid an jeden, wo jetzt die Frage irgendwie untergegangen ist. Aber bei der Anzahl der Fragen ist das natürlich nicht immer möglich. Ich hoffe, ich habe die meisten beantwortet. Ansonsten da auch nochmal zur Erinnerung, SimDev Live Stream auf Twitch jeden zweiten Freitag um 15 Uhr. Da habt ihr immer wieder die Chance, eure Fragen zu stellen. Wir haben immer wieder ein neues Thema mit einem neuen Dev. Heute war es die liebe Katrin und stellen euch da ja die brandaktuellsten Themen vor. Und ihr könnt, wie gesagt, auch immer diese Chance nutzen, eure Fragen zu stellen. Und ja, ich sehe auch gerade, wir haben hier schon einen Themenvorschlag, vielleicht für nächste. Wir werden uns das auf jeden Fall aufschreiben, gerne Vorschläge bringen. Könnt ihr uns auch natürlich über Facebook oder Instagram per Nachricht schicken, dass der Toni das dann gleich lesen kann. Wir schreiben es uns auf und gucken einfach mal, welches Thema, vielleicht, wenn es 2 kleine Themen sind, können wir auch über 2 Sachen dann in 14 Tagen sprechen. Hier ist auf jeden Fall die Frage, ich würde gerne mehr über das alte Solaris Urbino 18 Busse erfahren. Du machst dir Notizen? Und dann schauen wir, was wir in 14 Tagen euch präsentieren können. Genau so sieht's aus. Und hier auch nochmal, wirklich heute sind einige Follows reingekommen. Ich sehe es jetzt hier auch schon wieder, liebe Lexus, Hessebube, alle neu reingefolgt. Gerne jeder, der es noch nicht gemacht hat, wie gesagt, nochmal neu reinfolgen, damit ihr immer die Erinnerung bekommt und da eben keinen weiteren Stream verpasst. Ansonsten folgt uns gern auch auf Social Media, Instagram, Facebook. Und tretet gern unserem Discord-Channel bei. Da sind wir alle immer aktiv. Da seid ihr auch aktiv. Ihr helft euch da auch immer gegenseitig. Und ja, wir sind da auch extrem aktiv, wie zum Beispiel eben der Max, was wir eben besprochen hatten. Ansonsten würde ich mich auch nochmal jetzt am Ende bei dir bedanken, Katrin, für deine Zeit. Gerne. Dass du so viel Mut hattest, dich da auch hier den Fahrkünsten zu stellen. Ich denke, du hast dich gut geschlagen. Ich weiß nicht, was der Chat sagt. Ich denke, noch kam keine Auswertung, außer Skytig hat geschrieben, durchgefallen. Ja, okay, ja. Nee. Da stehe ich doch aber drüber, Mensch.
Genau, ich denke. Funky schreibt nochmal, The Buzz Best Game 2025. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe ja heute mit ihm auch kurz geschrieben. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und wir gucken mal, was du für uns tun kannst. Genau. Gut, an dieser Stelle dann hier nochmal genau die Erinnerung. Die Linie 147 und der Zusatz zur 245 kommt am 6.6. an dem Freitag zu Pfingsten. Wird released, könnt ihr euch drauf freuen. Haben es euch heute vorgestellt. Und an der Stelle ja, bedanke ich mich wieder auch, dass ihr heute mal wieder so reichlich eingeschaltet habt, eure Fragen gestellt habt und hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns spätestens wieder in 14 Tagen um 15 Uhr hier zur nächsten SimDev Live. Genau. Oder heute Abend ab 19 Uhr mit dem Tom. Genau. Dann bis dahin. Ciao, ciao. Schönes Wochenende.